Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, wissen viele bis heute leider noch nicht. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass es naturheilkundliche Ansichtsweisen gibt, die in der Studie und auch von couragierten Ärzten durchgeführt werden und sogar nicht unerfolgreich. Und genau das schauen wir uns heute an. Damit du aber später auch von dir sagen kannst, jetzt habe ich den absoluten Durchblick, müssen wir uns ein paar Fakten anschauen, die musst du verinnerlichen und dann weißt du wirklich 99,9% mehr als alle anderen, ob das Ärzte oder Therapeuten sind, jeglicher Genese. Und lasst uns keine Zeit verschwenden, mein Name ist Noah vom Heilarzneihaus. Also, Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Was bedeutet Autoimmunerkrankung? Wir teilen unser Immunsystem mal grob in zwei Hälften. Wir haben einmal die Seite, die greift an, die sorgt dafür, dass Erreger vernichtet werden. Und dann haben wir die andere Seite, die diese Seite wieder beruhigt. Machen wir mal ein Smiley hier hin. Die sorgt dafür, dass es nicht überschießende Reaktionen gibt. Wenn diese Seite nicht mehr vorhanden ist, was passiert dann? Dann kommt es zur überschießenden Reaktion. Der Körper hört nicht auf, weiter zu zerstören und fängt an, dich selber zu zerstören. Und dann sprechen wir von einer Autoimmunreaktion. Wie kommt es zu solchen Autoimmunreaktionen, vor allen Dingen Diabetes Typ 1? Beim Diabetes Typ 1 ist es so, im jungen Alter oder meistens ist es auch ab 30, kommt man dann mit den typischen Symptomen vom Diabetes Typ 1 zum Arzt und der sagt dann, ja, I'm so sorry, Sie haben eine Autoimmunerkrankung, da kann man leider nicht viel machen, ab heute jeden Happen, den Sie essen, alles Mögliche tracken. So, was aber leider Gottes nicht erklärt wird, sind die Grundprinzipien, die wir uns jetzt anschauen werden, die nämlich verstanden werden müssen, um die alternative, begleitende oder auch ergänzende Therapie dann anzugehen, ohne Heilversprechen, bitte mit dem Arzt besprechen, um dann eventuell, und das haben einige, erfolgreich eventuell den Diabetes Typ 1 zu bekämpfen. Kein Heilversprechen, aber das sind nun mal Thesen, die aber in der Praxis schon von Ärzten erfolgreich eingesetzt worden sind. Leider Gottes aber noch sehr, sehr unbekannt sind. So, und jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Ich mache jetzt mal hier ein unspirituelles, ich wiederhole, unspirituelles, nichts mit spirituellen Humbug zu tun, wobei ich das auch nicht als Humbug abtun möchte, aber das hat nichts mit Spiritualität zu tun, sondern es geht zur Veranschaulichung. Wir haben zwei Hälften. Einmal haben wir hier einmal die T17-Zellen und einmal haben wir hier die Trägzellen. So, auch bekannt als T-Zellen. So, T17-Zellen sind die Zellen, die dafür zuständig sind, dass unser Immunsystem angreifen kann, zerstören kann. Trägzellen sind dafür, könnt ihr euch mit träge so assoziieren, sind dafür da, dass diese Zellen die hier beruhigen. Das ist also genau das, was ich euch eben schon mal gesagt hatte. So, jetzt schauen wir uns mal einen Darm an, wie der so grundsätzlich aufgebaut ist, damit ihr da so ein Verständnis für habt. Hier einmal der Darm, so im Durchschnitt. Hier. So, dann machen wir von diesem Bereich hier mal eine Vergrößerung hierhin. Da haben wir hier sogenannte Darmzotten. So, auf den Darmzotten, da haben wir eine Bakterienschicht, die ist sehr, sehr wichtig für uns und um die soll es jetzt heute hier jetzt gehen. Denn diese Bakterienschicht, die ist extrem wichtig für uns. Wir müssen uns ja die Frage stellen, wie kam es denn dazu, dass das Immunsystem jetzt so eine überschießende Reaktion macht, obwohl eigentlich alles cool war. So, pass mal auf. Also, das Ding ist das. Wir haben einen Pilz in unserem Körper, Candida albicans. Ich nehme das jetzt als Beispiel. Candida, ja? Machen wir einen Pilz hier hin. So, dann packen wir ein C rein, damit ihr wisst, Candida albicans. So, Candida albicans, wenn der überwuchert, wie überwuchert der? Schlechte Ernährung, zu viel Zucker und Kohlenhydrate, dann bildet der zusätzlich noch solche, sag ich mal, Härchen oder Nadeln. Und diese Härchen oder Nadeln, die zerstechen unsere Bakterienschicht. Und dann kommt es zu dem, was wir so in der Naturheilkunde oder was du vielleicht im Internet sehr, sehr häufig gehört hast, der durchlässige Darm. Leaky Gut oder auch Leaky Gut, eigentlich richtig ausgesprochen. So, und das ist das, was alle mit Leaky Gut bezeichnen. Das heißt also, was passiert jetzt hier? Ganz simpel, wenn du jetzt was isst, machen wir jetzt mal hier, ne, wo ist die Farbe? So, so und so, ein bisschen schön und ein bisschen lila noch oben drauf. So. Wenn jetzt hier Lebensmittel reinkommen, dann hast du natürlich auch Lebensmittel hier, ne, in der Vergrößerung.
Ne? Machen wir verschiedenfarbig dahin. So. Dann hast du hier verschiedene Stoffe aus den Lebensmitteln drin. Das sind ja nicht nur gute Dinge, die wir konsumieren. Ne? Wir haben sehr viele Giftstoffe, wie zum Beispiel Herbizide, Pestizide und. Alles Stoffe, mit denen wir eigentlich so, unser Körper, gar keine Berührung bis jetzt hatten. Und jetzt haben wir einen kaputten Leaky Gut und hier kommt das dann wo an? Durch diese Risse kommt das dann in unseren Blutkreislauf. Denn dieser Schutzmechanismus, der ist ja dann nicht mehr gegeben und hier hinter sind ganz viele feine Blutgefäße, die dann letzten Endes über ein Blutgefäßsystem das Ganze dann irgendwann mal auch entweder, wenn es im Dünndarm ist, in die Leber transportieren oder wenn es im Dickdarm ist und eine Resorption stattfindet, direkt in den ganzen Körper ungefiltert stattfindet. So, und dass dann eine Reaktion da passiert, ist ja eigentlich ganz logisch. Denn jetzt kommen Dinge in den Körper rein, die so nicht da reingehört haben. Und dann kommt das Verrückte an der ganzen Sache. Man hat nämlich auch beobachtet, dass das Immunsystem, wenn es in dieser Art und Weise schon vorbelastet ist und ständig im Kampfmodus ist, dass dann, wenn jetzt beispielsweise eine Erkrankung stattfindet, wie nehmen wir eine Grippe, dass dann plötzlich das Immunsystem komplett anfängt, auf gut Deutsch zu spinnen. Und plötzlich liegt der Mensch im Krankenhaus und bekommt die Diagnose, ja, Sie haben Diabetes Typ 1. Das ist ein mögliches und weit verbreitetes Szenario bei guten Ärzten, die über den Tellerrand hinwegschauen. So, jetzt fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben verstanden, dass ein Leaky Gut, ein durchlässiger Darm, dafür sorgt, dass ungefiltert Bestandteile aus unseren Lebensmitteln in unseren Blutkreislauf gelangen können und somit dann die Seite, die wir eben benannt haben, die angreift, TH17-Seite, unsere Kriegerseite, sage ich mal, dass die dann aktiv wird, leider dann aber auch zu aktiv wird und nicht mehr aufhört zu feuern. Und dieses nicht mehr aufhören zu feuern, dem entgegen steht ja eigentlich unsere Friedensstifter, die T-Zellen in unserem Körper. Und diese Seite der T-Zellen, um die soll es gehen, wenn wir lösungsorientiert denken möchten. Was können wir tun, um diese T-Zellen zu unterstützen? So, jetzt müssen wir das hier alles schön wieder wegmachen. So, und jetzt kommen wir dahin, dass wir uns die T-Zellen mal genauer anschauen. So, ich mache jetzt hier nochmal das Leaky Gut hin, damit ihr, das Leaky Gut sage ich schon, dieses Yin-Yang-Zeichen diesmal ein bisschen anders extra, damit das nicht zu sehr in den falschen Hals gerät. T17 schreibe ich hier hin und hier schreibe ich träg hin, ja, mit der Abkürzung T nochmal dahinter. So, und jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Es gibt Bakterien in unserem Körper, die genau diese Seite hier, die beruhigende Seite, die Friedensstifterseite unterstützen. Punkt 1, wir wissen ja, wir haben beim Leaky Gut Risse in dieser dünnen Bakterienschicht und die ist so dick wie ein Bakterium. Das ist die Dicke, ganz hauchdünn. Und dafür gibt es etwas, und zwar nennt sich das, oder fangen wir erstmal an, dafür gibt es etwas, was man einnehmen kann, damit Bakterienstämme im Darm sich dann selber heilen und unterstützen können. Kein Heilversprechen, bitte mit dem Arzt besprechen, aber das sind naturheilkundliche Ansichtsweisen, die wir miteinander doch frei besprechen müssen. Ja, einfach mal die Gegenseite vielleicht, die das jetzt hier gerade sieht. Leute, wir versuchen naturheilkundlich unsere Thesen zu beleuchten und klarzumachen, was im Hintergrund da im Körper passiert. So, Folgendes also dann mit dem Arzt besprechen. Wir sprechen jetzt mal über Polyphenole. Poly, schreibe ich jetzt einfach nur hier hin. Polyphenole. Eins der bekanntesten Polyphenole so im Internet ist das oligomere Polycyanidin, kurz genannt OPC, Traubenkernextrakt. Polyphenole. Wenn wir die Gleichung ist 1 plus 1 gleich 2, wenn wir Polyphenole plus
Akkermansia. Akkermansia, AK einfach nur mal kurz abgekürzt, das ist ein Bakterienstamm in unseren Darm. Wenn wir das miteinander addieren, also wir nehmen Polyphenole ein und dann die Bakterien in unserem Körper, die Akkermansia, was machen diese beiden miteinander? Die produzieren ich schreibe jetzt einfach nur Mucini Filler. Die eine oder andere Frau hat das schon mal gehört, Filler. Kennen die meisten von ihren Fingernägeln, ne? Filler. Sagt doch schon einiges, denn Mucini Filler ist tatsächlich eine Art Talg. Etwas, was die Bakterien produzieren, um, hier nochmal die Vergrößerung von unserem Darm, hier sind die Darmzotten. So, dann hatten wir hier diese Schicht drüber. So, und dann hatten wir hier die Risse. Und diese Risse, die können dann damit, Mucini Filler, damit können die dann wieder gepflegt werden. Dafür produziert unser Körper das, um sich zu unterstützen. Das sind die Heilungsmechanismen, die unser Körper hat. Bitte mit dem Arzt besprechen. Was halten Sie davon? Polyphenole plus meine Bakterien gleich Filler, also gleich Mucilla oder Mucin besser gesagt. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir den Mechanismus des Friedenstiftens in unserem Immunsystem auch unterstützen können. Das sind biochemische Mechaniken, das heißt also, es gibt auch hier ein Bakterium, das wiederum etwas bildet, das gleich erkläre ich das alles, das wiederum etwas bildet, was dann das Immunsystem beruhigt, runterkühlt. Okay? So. Was brauchen diese Bakterien? Sie brauchen RE-Stärke. Was ist RE-Stärke? Ganz einfach, resistente Stärke. Vereinfacht ausgedrückt, du hast, wenn du Kartoffeln kochst und die auskühlen lässt, einen Tag lang stehen lässt, dann entsteht da drinne resistente Stärke. Super Trick übrigens auch für Diabetes Typ 2. Resistente Stärke, damit kann unser Körper in dem Sinne eigentlich gar nichts anfangen. Das wird dann aber in den Bakterien vom Darm, im Dickdarm, werden die benötigt. Und zwar von den sogenannten, da gibt es schreiben wir die einfach mal, oder Klo, noch einfacher, kann man sich auch gut merken, sind ja Darmbakterien, Clostridium-Bakterien, da gibt es verschiedene, die diese Stärke hier nutzen, um was daraus zu machen. Und zwar produzieren die Butyrat. Butyrat ist ja auf biochemischer Seite genau das, was wir brauchen, was den Körper wieder beruhigt, was wieder Ruhe ins System hineinbringen kann. Das sind die beiden Sachen, die hier auf dieser Seite das Träg unterstützen und dafür sorgen, Yin und Yang, Feuer, Wasser, Immunsystem greift an, Immunsystem beruhigt sich wieder. Das ist der Mechanismus. Man könnte eigentlich Medizin so simpel und einfach erklären und vor allen Dingen in der Schule den Kindern das schon vermitteln, wenn wir doch einfach nur verstehen würden, dass die meisten oder viele der Krankheiten, die wir heutzutage haben, wenn wir in der Vorsorge schon tätig wären, viel besser behandelbar wären. Okay? Also, jetzt möchte ich das Ganze, was ich euch jetzt nochmal, vielleicht für die Fachleute oder die ein bisschen mehr Wissen haben wollen, nochmal untermauern. Ich möchte noch einen oben draufsetzen, nur damit ihr wisst, wie wichtig das ist. Wir wissen also jetzt, wir haben hier eine Darmflora, hier sind die Darmzotten, das ist ja diese Vergrößerung mit der Bakterienwand, die extrem wichtig ist. Jetzt hast du auch verstanden, warum man immer sagt, Darm, Bakterium so wichtig, Autoimmunerkrankungen so wichtig. Warum? Das ist der Grund, warum. Ja? So, jetzt haben wir hier die Risse drin. Oh, sorry, jetzt haben wir jetzt hier die Risse drin. Jetzt stellen wir vor, ein Mensch mit diesen Rissen bekommt ja auch nicht die Nährstoffe, die er eigentlich braucht. Nehmen wir mal Vitamin B12, schon Vitamin B12, Vitamin B12. Was meint ihr denn, was passiert, wenn ein Mensch über einen längeren Zeitraum
einen Vitamin B12-Mangel hat? Ganz einfach. 2 wunderbare Zahlen. Die sind schockierend. 2,5 Gramm bis 5 Gramm der gesamten Gehirnmasse werden abgebaut. Dein Gehirn schrumpft alle 5 Jahre um 2,5 bis 5 Gramm. Wisst ihr, was das bedeutet? Und das ist noch viel schlimmer. Wenn eine Frau einen Vitamin B12-Mangel hat, weil sie diese Problematik schon mitbringt und dieses an ihre Kinder, an ihr Kind überträgt, dann ist es so, dass, und dazu gibt es tatsächlich Studien, über die redet natürlich wieder mal keiner, dass manche Kinder Gehirne aufweisen wie von einem 80-jährigen Demenzerkrankten. Leute, das ist sehr, sehr wichtig, über das wir heute hier sprechen. Ich möchte noch einmal, und das war es auch dann für heute, weil es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich möchte, dass ihr das erstmal verinnerlicht. Ihr müsst verstehen, Diabetes Typ 1 hat nichts damit zu tun, dass du jetzt in dem Sinne zu viel Zucker einfach nur gegessen hast. Deine zu viel Ernährung, das solltest du deinen Arzt fragen. Kann es sein, dass meine schlechte Ernährung auf lange Sicht hin dazu geführt hat, dass spezielle Bakterien und Erreger meinen Darm übersiedelt und auch zerstört haben? Dass mein Immunsystem dadurch in Daueralarmzustand ist und dass dann eine zusätzliche Erkrankung wie eine Grippe zu einem Ausbruch geführt hat, dass dann plötzlich mein Immunsystem angefangen hat, meine Bauchspeicheldrüse bzw. die Zellen, die Insulin produzieren, dort anzugreifen. Und wenn ein Arzt dir das nicht beantworten kann, dann muss ich euch leider sagen, braucht ihr mindestens eine Zweitmeinung. Denn das hier ist fundamental. Das müsst ihr verstehen oder das muss euer Therapeut verstehen, wenn er euch wirklich ernsthaft, nachhaltig unterstützen möchte. Das ist extrem wichtig. Und wie ich euch schon gesagt habe, und das ist der letzte Gedanke, mit dem ich euch rauslasse, wenn dieses Problem gegeben ist, ergeben sich daraus mannigfaltige Probleme. Denn Autoimmunreaktionen sind ja nicht nur Diabetes Typ 1, sondern auch beispielsweise das Reizdarmsyndrom oder auch verschiedene Knochen- oder Knorpelerkrankungen. Alles das hängt damit eng zusammen. Und wenn man das nicht verstanden hat und wenn ihr da nicht Unterstützung bekommt, dann seid ihr alleingelassen. In dem Sinne, ich hoffe, ihr konntet einiges wieder mitnehmen. Nächste Woche geht es selbstverständlich weiter am Dienstag um 14 Uhr mit unserer naturheilkundlichen mit unserem naturheilkundlichen Schulung. Bitte nicht vergessen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und nächsten Dienstag um 14 Uhr wieder dabei sein. Ich wünsche euch alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft und Gesundheit für euch und die Familie. Euer Noah vom Heilarzneihaus sagt ciao.